Wir sind seit 3 Wochen wieder zurück aus Spanien und jetzt soll es wieder losgehen, und zwar nach Dänemark. Und da nehmen wir euch gerne mit. Herzlich willkommen zum ersten Video zu dieser Reise. Wir wollen Dänemark natürlich nicht komplett bereisen. Wir wollen einige Stationen machen an der Westküste, also an der Nordseeküste Dänemarks, und haben etwa 10 bis 14 Tage Zeit dafür. Wir wollen für die Anfahrt die Fähre Wischhafen-Glückstadt nutzen, das ist die kürzeste Strecke, also dort überqueren wir die Elbe, und jetzt fahren wir gerade in den Wesertunnel ein. Wir hätten auch über Hamburg fahren können, dann hätten wir den Elbtunnel nutzen müssen. Dort gibt es häufiger Staus, deshalb haben wir uns auch für diese Route entschieden. Es ist natürlich auch möglich, dass vor der Elbfähre ein Stau entstanden ist und dann man Wartezeiten hat. Diese Wartezeiten kann man dann bei Google Maps nachschauen, und in diesem Fall wären es dann so 22 Minuten. Ich habe bei Google Maps auf dem Handy die Route eingegeben und dann wurde mir das entsprechend so angezeigt. Angekommen an der Fähre bestätigte sich die Wartezeit von ca. 20 Minuten. Die Fähre geht hier alle 30 Minuten. Hätte es hier nicht geklappt, hätte es hier einen ganz langen Stau gegeben. Besteht die Möglichkeit, direkt hier an der Zufahrt zur Fähre gibt es einen Stellplatz. Dort hätten wir uns dann hingestellt und hätten dann am Sonntagmorgen die Elbe mit der Fähre überquert. Wir konnten so nach kurzer Wartezeit auf die Fähre fahren. Wir waren das letzte Fahrzeug, was rauffahren durfte. Die Überfahrt zur anderen Seite der Elbe, zur Stadt Glückstadt, dauert ca. 20 Minuten. Die Überfahrt kostet für unser Mobil 34,50 €. Der Preis hängt ab einmal von der Länge des Fahrzeugs und von der Personenzahl. Unser Ziel ist ein Stellplatz am Hafen von Glückstadt. Wir haben diesen Stellplatz bei verschiedenen Apps gefunden. Ist kein besonderer Platz, aber wir wollen nur übernachten und am nächsten Tag dann weiter Richtung Dänemark fahren. Wir haben die Elbe überquert und sind jetzt am Anleger Glückstadt und verlassen jetzt zügig die Fähre. Auf dieser Seite der Elbe staut sich vor der Fähre doch eine längere Schlange an Fahrzeugen. Ich denke, das liegt auch so ein bisschen daran, wir haben einmal Samstagnachmittag und dann war dieses lange Wochenende, wir hatten den 1. Mai, das war der Donnerstag, und dass deshalb hier jetzt auch viele Rückreisende sind und deshalb staut sich das Ganze hier. Jetzt sind wir in Glückstadt und fahren Richtung Hafen. Es gibt 3 Stellplätze in Glückstadt. Wir haben uns für den am Hafen entschieden. Es gibt da keinen speziellen Grund, aber wir stehen gerne mal so am Wasser. So sind wir jetzt hier am Hafen und fahren jetzt durch dieses Tor in Richtung Anlegestelle. Außenmole heißt es, glaube ich, ganz genau. Und dort gibt es einen Stellplatz. Wir fahren jetzt hier vorbei. Auf der rechten Seite sehen wir Tore. Dort kann man auch reinfahren, habe ich dann hinterher festgestellt. Aber erstmal fahren wir jetzt weiter bis zum Ende hier, wo es dann nicht mehr weitergeht. Jetzt sehen wir Wohnmobile. Hier scheint der Stellplatz zu sein. Wir sehen jetzt auf Anhieb kein Schild, dass es sich hier um einen offiziellen Stellplatz handelt. Steht allerdings auch kein Verbotsschild für Wohnmobile hier. Und somit parken wir hier in einer freien Lücke ein. Ich hatte mir das Ganze vorher bei Google Maps angeschaut. Man sieht hier ganz links unten Glückstadt, also Mole Glückstadt. Und daneben ist der Stellplatz eingezeichnet. Wenn man mit der Frontscheibe zum Fluss hinsteht, zur Elbe hinsteht, hat man einen schönen Blick auf die gesamte Schifffahrt. Leider war das Wetter nicht optimal, sonst wäre es hier noch schöner gewesen, aber gut, es war zumindest trocken. Wir haben dann noch mit einigen anderen Campern hier auf dem Platz gesprochen, ob man hier stehen darf. Alle waren sich da nicht so ganz sicher. Man hat uns dann gesagt, teilweise wäre der Platz jetzt gesperrt, aber irgendwelche Verbotsschilder haben wir zumindest nicht gesehen.
Wir haben dann noch einen Spaziergang gemacht Richtung Stadt, aber auch nur kurz rein in die Stadt, um uns ein bisschen zu orientieren. Und auf dem Rückmarsch zum Stellplatz wieder zurück kommen wir an diesen Toren, an denen wir vorher vorbeigefahren sind, vorbei und haben da mal einen Blick durchgeworfen und dann gesehen, dass dort eine große Freifläche ist. Und dort stehen auch Wohnmobile. War uns jetzt nicht klar, ist das ein offizieller Stellplatz. Aber wir haben uns dann entschlossen, diesen Platz an der Mole zu verlassen und dorthin zu fahren. Das Ganze ist ja ein großes freies Gelände. Es gibt hier einen Spielplatz, eine Skaterbahn und noch einiges mehr. Und hier diesen großen Parkplatz. Und der wird wohl als Stellplatz hier genutzt. Dann gibt es hier einen Container. Dort drin sind Toiletten untergebracht. In der Nacht haben hier vielleicht 10 Mobile gestanden. Am nächsten Morgen sind die meisten weitergefahren und abgereist. Wir auch. Es ging für uns jetzt auch weiter. So mussten wir erstmal diesen Platz wieder durch dieses Tor verlassen. Und dann ging es Richtung Dänemark. Das muss ich vielleicht noch sagen. Wir haben hier ruhig geschlafen. Wir haben auch nichts hier vom Hafen irgendwie was gehört. So, und dann geht es für uns auf die Autobahn. Und zwar fahren wir Richtung Flensburg. Und dann überqueren wir die Grenze nach Dänemark. Unser Ziel ist Ribe. Das ist eine Stadt, eine der ältesten Städte in Dänemark, auf der Westseite von Dänemark, also an der Nordseeküste. Jetzt passieren wir die Grenze und fahren nach Dänemark rein. Es ist Sonntag und wir hatten aber keinerlei Staus. Auch in Dänemark fahren wir jetzt Autobahn, das erste Stück zumindest. Und nach einer gewissen Zeit ist es uns nach einer Pause und wir fahren auf einen Parkplatz. Passiert. Ja, wir haben dieses Gitter, Lüftungsgitter vom Kühlschrank verloren. Wie, wissen wir nicht. Richtig rausgerissen aus den Verschraubungen, nicht hier. Die Verriegelungen sind hier richtig ausgebrochen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Liegt wahrscheinlich jetzt irgendwo auf der Autobahn. Haben wir uns jetzt provisorisch so eine Platte, das ist eigentlich für den Winter, die Winterabdeckung. Die habe ich jetzt genommen, unten festgeschraubt und dann mit dem Isolierband hier verklebt. Jetzt könnte man ja denken, der Kühlschrank kühlt so nicht mehr gut, aber diese Öffnung wird ja nicht ganz geschlossen, es bleibt ja ein Schlitz offen. Ich habe das Ganze dann auch nochmal geändert und zwar die offene Stelle nach unten hin verlegt, sodass durch diesen Kamineffekt, denn oben aus dem Dach geht die warme Luft raus, kühlt der Kühlschrank dann immer noch gut. Mir gefiel das Ganze dann aber noch nicht so richtig und so habe ich dann das Ganze nochmal wieder geändert. Also dann das Ganze verschraubt, nicht nur mit Klebeband verklebt, sondern verschraubt, damit da nicht noch wieder was passieren kann. Gott sei Dank habe ich ja entsprechendes Werkzeug und Material dabei. Ich wollte das Ganze ja richtig wieder verschrauben, also diese Platte vor die Öffnung da verschrauben. Ich hatte dann 4 Winkel dabei, Metallwinkel, die habe ich dann im Inneren dieses Faches verschraubt und darauf diese Platte geschraubt und die Öffnung nach unten hin verlegt, so dass der Lufteinzug dann noch idealer ist. Ich habe dann nach einigen Stunden die Temperatur geprüft. Ich habe einen Funkthermometer im Kühlschrank liegen und kann außen sehen, welche Temperatur wir im Kühlschrank haben. Und mit 7 Grad bin ich voll einverstanden. Ich hatte also auch nicht ganz Temperatur hochgestellt an der Einstellung, immer noch im unteren Bereich. So gibt es da wohl keinerlei Probleme. Das Ganze hat uns natürlich etwas aufgehalten, aber wir hatten an diesem Tag nur 200 Kilometer, das ist ja keine große Entfernung. Und so erreichen wir am Nachmittag auch den Stellplatz in Ribe. Die Stadt und auch der Stellplatz liegen nicht direkt am Meer. Etwas unterhalb hier auf der Karte sehen wir die Insel Rommø. Rommø ist ja vielen bekannt, dort gibt es ja auch einen schönen Stellplatz, den werden wir natürlich auch noch besuchen. Jetzt fahren wir erstmal auf den Stellplatz und damit endet hier dieses Video über unsere Dänemark-Reise, der erste Teil zumindest. Und ich werde natürlich weiter über unsere Reise berichten. Und bis dahin sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.